Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen. Es ist soweit. Return to Monkey Island ist da. Die gar nicht so lang erwartete Fortsetzung, weil keiner mehr damit gerechnet hat. Nach Monkey Island 2 hat Ron Gilbert ja LucasArts verlassen und es gab dann dennoch ein Monkey Island 3 unter anderer Feder. Es war ja auch ein großartiges Spiel. Wir haben es hier auf meinem Kanal gemeinsam gespielt. Und dann hat sich im Frühjahr Ron Gilbert zurückgemeldet und hat gesagt, nö, Leute, ich will meine Version noch zu Ende erzählen. Ich will meine Story noch zu Ende erzählen. Und jetzt sind wir hier. Wer hätte das gedacht? Ich bin natürlich sehr gespannt. Das Projekt ist ein bisschen anders als alle Projekte, die ich bisher hatte, weil bisher habe ich eigentlich Retro-Games gespielt, ihr wisst das. Das ist jetzt, ich spiele es am Erscheinungstag und ich bin total aufgeregt. Also es ist alles blind, ich habe alles noch nicht gesehen. Das Einzige, was ich ein bisschen gemacht habe, ich war in den Einstellungen, habe mir die Steuerung angeguckt. Das sieht allerdings tatsächlich so aus, wie eine typische Adventure-Steuerung ist. Hauptaktion, sekundäre Aktion, I für Inventar, vielleicht gibt es da auch was zum draufklicken, M für Karte offensichtlich. Und das hier wird ja wahrscheinlich meine Lieblingstaste, alle Objekte hervorheben. Ihr wisst das, ich bin nicht so ein Pixelsucher. Beim Sound habe ich alles so gelassen. Wenn irgendwas zu laut oder leise ist, dann schauen wir uns das nochmal an. Die Grafik, natürlich höchste Qualität. Oberfläche lasse ich mal alles im Standard. Und Text und Sprache, der Text ist Deutsch. Wir machen das mit Untertiteln. Das Problem wird leider sein, dass es nur englische Sprachausgabe gibt. War vermutlich exzellent, die war schon in den Remastered-Versionen exzellent, aber ich fand die deutsche Sprachausgabe in den Teilen 3 und 4 eigentlich auch echt gut. Es ist schade, dass man das nicht gemacht hat, aber gut. So, und ehe wir beginnen, eine Bitte. Falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gleich gefällt. Hilft mir beides sehr. Wir könnten jetzt mit ein neues Spiel beginnen, aber diese Meldung steht nicht mehr da, weil ich eben in den Einstellungen war. Hier stand, geh mal auf das Sammelalbum für die gesammelten Werke des Guybrush Threepwood, um zu erfahren, was er bisher alles erlebt hat. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an mit dem Sammelalbum. Hey, wanna see my Mighty Pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Das wollen wir doch. Hat er hier schöne Zeichnungen. Gucken, das ist Elaine. Er hat hier Elaine dran gemalt. Das ist er wohl selber. Murray hat da ein Bart gemalt, obwohl, vielleicht kennt er Murray ja nicht. Da bin ich zum Beispiel sehr gespannt. Murray war ja eigentlich erst in Monkey Island 3 dabei. Andererseits im Trailer hierzu war er auch dabei. Ach, Fragen über Fragen. Wir fangen mal an. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Ja. That's me, Guybrush Threepwood. Natürlich, hätte ich auch gesagt. That's me, Guybrush Threepwood. Mighty Pirate Guybrush Threepwood. Oh, hier hat er sehr viel reingekritzelt. Entschuldigung. Nächste Seite. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Ja, wir erinnern uns. Treasure hunting is important for any pirate. Natürlich. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Wir erinnern uns, ja. Wachslippen und Killer Eichhörnchen, glaube ich. Auf jeden Fall spuckende Lamas. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner and devoted grog tasters. Ja, auch daran erinnern wir uns. Und hier erahnt man schon, wie sehr Elaine für Guybrush wichtig geworden ist in seinem Leben. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. So sieht's nämlich aus. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Ach, echt? Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck.
So ist es. Und dann haben wir unsere Crew zusammengestellt. Ich denke, das wird hier dargestellt. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Quasi. Hier ist tatsächlich noch ein Stück Holz. Sehr schön. Und Stan, wir erinnern uns daran. Den haben wir ja noch öfter getroffen. Na gut. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. Ja, an die Überfahrt erinnern wir uns und an diesen komischen Trank. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Vermutlich. Ist das widerlich. Hast du da ein gebrauchtes Q-Tip? Eieiei. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. Genau, und hier sehen wir die Katakomben. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Und wer ist das hier? I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Natürlich. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Ja, da galt es, eine Hochzeit zu verhindern. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? Tja, sie wollte nicht Damsel in Distress sein, ne? I defeated LeChuck and he basically exploded. Ja, und zwar mit Malzbier oder Rotbier eigentlich. Und dann gab es ein Happy End auch hier mit Kussmund. Sehr schön. It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Ja, das war dann Monkey Island 2. Oh, das wird aber, glaube ich, kurz zusammengefasst, oder? Weil hier ist schon das Ende. Elaine always seems to know when I need her. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. Ja. Oh, hier ist tatsächlich... I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Ja, Good times. hier ist noch sein Monokel. Und hier ist auch wieder die Voodoo Lady. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Nämlich auch im großen Finale gegen LeChuck. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Und jetzt bin ich gespannt. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. Okay. Also das ist ja jetzt eine Zusammenfassung von Monkey Island 3. Was scheinbar dann doch Kanon bleibt. Ich bin gespannt. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Naja gut, aber LeChuck hat sie ja nicht in eine Statue verwandelt. Das warst eher du, weil du den Ring... Naja, lassen wir das. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Ja, wir erinnern uns mit Freuden. I got eaten by a snake. Ja, stimmt. Richtig. Ich erinnere mich. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. Ja, Mount Sodbrand. Musste dran glauben. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Ein Träumchen. This was a great day. Though in retrospect we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Nicht? Warum denn nicht? Okay, jetzt ist die Frage, ob Teil 4 auch noch drin vorkommt. Ich bin gespannt. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match.
Ja, ich hoffe, es ist das, was Elaine gehört. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Okay, lese es vor, bitte. Ich möchte dein Haiku. Ach, tut er nicht. Schade eigentlich. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. So, wie geht's weiter? Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Okay, tatsächlich scheint auch der 4. Teil Kanon zu sein. Das wundert mich tatsächlich. So ein bisschen, aber gut. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Ja. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Ja, sehr schön. Und dann gab es dieses Monkey Combat Ding. Jetzt ist es so, den 4. Teil, den haben wir tatsächlich auf diesem Kanal noch nicht gespielt. Hat mich auch ein bisschen geschreckt, weil der ja so in 3D war. Mal gucken, ob wir das noch nachholen. Da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Und das sind tatsächlich dann die Tales of Monkey Island. Auch die sind hier vermerkt. Ich finde es übrigens schön, dass hier das Bild tatsächlich auch übersetzt wurde. Tod, nicht Death steht hier. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. Ja, genau. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. Ich muss zugeben, die Tales of Monkey Island habe ich nie gespielt. Habe ich da was verpasst? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich war nie so ein Telltale-Fan, weil die einzelnen Episoden, na, sagen wir mal so, da wird immer sehr viel an Grafiken recycelt, finde ich. Da ist sehr viel wiederkehrend und ich merke da wenig Fortschritt, außer in der Handlung. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Deswegen habe ich bei Telltale wirklich nur Walking Dead gespielt. Das war ziemlich gut. Aber Tales of Monkey Island habe ich nie gespielt, tatsächlich. Man kann hier auch die Einhörner anklicken? Love did win out in the end. Okay. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Ja, das ist aber sehr... Ach ja, er hat ja auch das Bein abgerissen. Sehr detailliert, ja, sehr schön. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Nam, nam, nam. Notiz an mich selbst. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Gut, wir sind am Ende angekommen. Ja, und was soll ich sagen? Also ich bin erstmal schon mal verwirrt. Ja, vielleicht hat Gilbert doch auch die anderen Abenteuer mit in seinen Kanon aufgenommen. Vielleicht macht das alles Sinn. Egal, es ist jetzt alles egal. Jetzt ist es soweit. Wir klicken auf Neues Spiel. Neues Spiel. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ich bin total gespannt. Los geht's. Nach all den Jahren eine Fortsetzung von Monkey Island. Oh, ich krieg Gänsehaut. Aber komm, wir spannen uns jetzt nicht länger auf die Folter. Es geht los. We turn to Monkey Island. Here we go. Oh, Moment. Ja, das kennen wir auch schon. Einfacher Modus, die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Sehr schön. Schwerer Modus, mehr Rätsel, schwere Rätsel, einfach affenstark für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ja, wir nehmen natürlich den einfachen... Nein, natürlich nicht. Wir nehmen den schweren Modus. Ist doch logisch. Nimmt eigentlich wirklich irgendwer den einfachen Modus? Hat irgendwer in Teil 2 und 3 den einfachen Modus genommen? Ich kenne ihn gar nicht, muss ich zugeben. Naja, wir nehmen natürlich den schweren Modus.
Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs? I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Okay. Und jetzt können wir die Steuerung übernehmen. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Sehr schön. Und wir sind tatsächlich unmittelbar, aber so unmittelbar im Ende von Teil 2, dass ich, ist ja echt. Sehr schön, die Maus-Overs sind super. Herr Holmalmann, das Fass. Wir werden alles, ich wollte mal kurz... Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Ja, ist ja gut. Ich wollte mal kurz, geht aber nicht, die Hotspot-Anzeige... War doch diese eine Taste. Naja gut, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ich denke mal, das ist ja wirklich nur das Intro. Hier können wir noch Pixelsuchen anmachen und dann werde ich mal gucken, ob ich rausfinde, welche Taste man für die Hotspot-Anzeige baut. Oder wir spielen ganz ohne. Ich meine, zuletzt haben wir Siberia auch ohne geschafft. Okay, wir fangen mal hier an. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Phil! He's dead to the world. Ja, den kriegen wir nicht weg. Da wäre jetzt auch die Frage, wiederholt sich das immer? Wakey, wakey, Mr. Okay. Pirate. Phil! He's dead to the world. Gut, das ist gut zu wissen. Dann müssen wir nicht alle 7-mal anklicken, hoffe ich. Sounds real. I once had the hiccups for 4 days straight. Ich glaube tatsächlich, das ist ein echter Papagei, ja. Bäh. Nochmal, bitte. Ach, jetzt guckt er nicht mehr. Ich vermute, es ist Grog. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ja, du willst Scurvy Dogs. Habe ich verstanden. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Nom, 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 nom. Ja, die Frage ist tatsächlich, ich möchte aber, also ich hier reingehe, probiere ich noch ein paar Sachen. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Glaub es ruhig. Was ist das? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ja, aber dann ist es doch keiner mehr, Chucky, Mensch. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Hier ist gerade irgendwas passiert. Habt ihr das gesehen? Meine To-Do-Liste öffnen. Scurvy Dog kaufen, Schlüssel für das Plumpsklo finden. To-Do-Liste des mächtigen Piraten Junior. Okay, das ist natürlich praktisch.
Allerdings haben wir jetzt so natürlich schon erfahren, dass wir später den Schlüssel ja brauchen. Aber gut, wir haben halt ein bisschen rumprobiert. Was soll's denn? Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Exhibit removed. Aww. Welches Exponat? I wonder if this is drinking water. Guck doch mal rein. Okay, gleiche Grafik. Fast ein bisschen schade. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Okay, wir lassen Chucky jetzt nicht länger warten. Wir besorgen uns ein paar Scurvy Dogs, würde ich sagen. Der Schlüssel ist an einem Holzbein. Fällt mir direkt schon auf. Den Zettel lesen. It says, return outhouse key when finished, or else. Ah, okay, das ist der Kloschlüssel, ganz offensichtlich. Jetzt haben wir auch erstmals zwei Sachen. Wow, sieh dir diese Brille an und den Typ hinter dem Tresen nach Dingen fragen. Okay. Das verwirrt mich jetzt fast schon, dass hier so viel eingeblendet wird. Ein Grog bestellen? Wie viel kostet der Grog? Ich spreche erstmal nur mit ihm, oder? Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Würde ich nicht sagen, weil wenn ich die Fettschicht hier sehe, naja gut. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. Ist ja gut. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Okay. Das Dialogsystem, ja, ist, denke ich, selbsterklärend. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Wir haben natürlich kein Gold. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Ist ja gut. I guess never mind. War natürlich auch. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Bäh. Aber du hast natürlich recht. Ich möchte aber vorher einen Grog bestellen. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Oh Mann, ich will einen Grog. Can we get a mug of grog, please? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Naja, Guybrush ist aber I ja... can stand on my head without using my hands. Aber Guybrush ist ja eigentlich erwachsen. Oder nicht? Oder wie? Oder was? Ich bin total verwirrt. Hühnerfußpommes? How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? No. Then no fries. Haben wir ihm jetzt schon alles gefragt? Ich gehe nochmal in den Dialog. Grog, haben Sie den Schlüssel für das Plumpsklo? Das haben wir tatsächlich noch nicht gefragt. Wir sehen ihn zwar schon, aber wir sind höflich und fragen mal, ob wir ihn nehmen dürfen. Do you have a key to the outhouse? On the wall. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ja, dann nimm ihn bitte. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. I want to say 2 scurvy dogs at the same time. Nun gut,
Inventar ist hier wahrscheinlich. Da haben wir unsere To-Do-Liste. Den Schlüssel für das Plumpsklo haben wir tatsächlich gefunden. Und damit schließen wir jetzt natürlich... Warum geht das nicht? Oder macht er es automatisch? It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Ja, dann... Okay. Das ist wahrscheinlich... Das hat wahrscheinlich Tutorial-Gründe, dass das nicht direkt ging. Good, you unlocked it. Gut, dass es keine Geruchsspiele gibt, glaube ich. Please wash hands before leaving outhouse. Ist klar. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Ja, Chucky, mach du mal. Where should we look? All over. Do you see any coins? Also hier vorne sehe ich was. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Den falschen 50er vom Boden abpulen. Oder über den falschen 50er nachdenken. I thought it was a piece of 8 at first. It looks just like a piece of 8. Ja, aber das kann uns ja vielleicht auch helfen. A fake coin is almost as good as a real coin. Es ist widerlich. Sorry. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ugh. Da ist eine Ratte. Oh, ja. Okay. Das Einzige, was wir gefunden haben... Ja, das wussten wir. Okay. Ich vermute, wir brauchen den falschen 50er. Und ich vermute, Freunde, es ist jetzt schon leider Zeit, dass die erste Folge endet. Oh, ich bin noch ganz hibbelig. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wie es weitergeht, das ist ja großartig. Bisher, das war ja sowieso so eine Riesendiskussion mit dem Grafikstil und so. Bisher, im bewegten Bild beim Spiel, finde ich den tatsächlich nicht schlecht. Er ist ein bisschen abstrakt, aber er ist klarer zu lesen, als ich bei den stillstehenden Bildern befürchtet habe. Also im Prinzip, bisher, Daumen hoch. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao.